Ein Team aus 4 Entdeckern macht sich auf nach Laos, um in den dortigen Höhlen nach einer legendären Riesenspinne zu suchen, von der Einheimische seit Jahrzehnten berichten. Das ist Spinnenforscherlegende Dr. Peter Jäger. 2001 beschrieb er die laotische Riesenkrabbenspinne erstmals anhand von Exemplaren aus dem Naturhistorischen Museum in Paris und gilt seither als Entdecker der Spinne. Das ist Sascha Packheiser, Vogelspinnenexperte, Fotograf und Weltenbummler. Er gründete vor über 20 Jahren den größten Vogelspinnen-Stammtisch Deutschlands. Das ist mein Zwillingsbruder Thomas Kern, Raumfahrtingenieur, Abenteurer und Filmemacher. Er lief 2022 einen der längsten Fernwanderwege der Welt, den berühmten 4265 Kilometer langen Pacific Crest Trail von Mexiko bis Kanada und schaffte den Thru Hike. Und dann bin da noch ich, Markus Kern, Gründer dieses YouTube-Kanals, Hobbyforscher und Abenteurer. Ich möchte in meinem Leben so viele Orte und Tiere entdecken wie nur möglich. Wir 4 als Team erkunden eine Woche lang Laos. Werden wir die legendären Riesenspinnen von Laos finden? Das ist unsere Geschichte. Als ich auf dem Weg nach Laos war, hatte ich manchmal Bedenken, mich in irgendein offenes WLAN einzuloggen. Wenn ein WLAN ohne Passwort zugänglich ist, dann denkt man manchmal, man hat den Jackpot, vor allem wenn man sonst nicht ins Internet kommen würde. Und wenn das WLAN dann auch noch einen seriösen Namen hat, wie zum Beispiel Wi-Fi Flughafen oder sowas ähnliches, dann denkt man gar nicht so viel drüber nach und loggt sich einfach ein. Doch das kann ein fataler Fehler sein. Denn es gibt Fake-WLAN-Netzwerke, die nur darauf warten, auf deine Daten zuzugreifen, wenn du dich dort einloggst. Diese WLAN-Netzwerke werden von Verbrechern betrieben. Wenn du hier also auf Nummer sicher gehen willst und dich auch allgemein davor schützen willst, dass Fremde deine Daten im Internet lesen können und so zum Beispiel deinen Standort erfahren, dann empfehle ich euch CyberGhost VPN. Mit CyberGhost VPN kannst du deinen Standort virtuell in insgesamt 91 Länder verlagern und schützt so deinen echten Standort. Dazu musst du nur den jeweiligen Server aus über 9000 Servern weltweit auswählen und schon bist du virtuell dort. Echt easy. CyberGhost VPN hat mittlerweile über 38 Millionen Nutzer weltweit und ein 5-Sterne-Rating bei Trustpilot. Es funktioniert auf allen wichtigen Betriebssystemen. Hol dir jetzt CyberGhost VPN über den Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar und sichere dir 83% Rabatt plus 4 Monate kostenlos inklusive einer 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Damit unterstützt ihr auch gleichzeitig meinen Kanal. Danke an CyberGhost fürs Möglichmachen dieser Videoreihe über Laos und nun geht es weiter mit dem Video. Als wir am nächsten Tag aufstanden, waren wir ziemlich aufgeregt, denn es sollte an diesem Tag in eine weitaus größere Höhle gehen, die auch deutlich weiter entfernt von Ta Kek liegt. Um dorthin zu kommen, muss man ein gutes Stück lang über unebene Schotterpisten fahren, was mit diesen Mopeds gar nicht so einfach ist. Man muss immer wachsam sein und aufpassen, dass man kein tiefes Schlagloch erwischt. Wir schnappten uns also unsere Mopeds und fuhren in Richtung der Höhle. Als wir dorthin unterwegs waren, kamen wir an einer geheimnisvollen Felsformation namens Kamphaeng Yak vorbei, für die Ta Kek bekannt ist. Das ist eine bis zu 30 Meter hohe und etwa 1 Meter breite Felsformation, die sich über mehrere Kilometer erstreckt und so aussieht, als wäre sie eine von Menschenhand gebaute Mauer. Es hat den Anschein, als würde die Mauer aus riesigen, tonnenschweren Steinquadern bestehen. Deshalb ranken sich viele Mythen und Legenden um diese Formation. Es heißt, dass die Mauer einst von Riesen gebaut wurde, die Laoten als Konpaetsoik bezeichnen, was auf Deutsch so viel heißt wie 8 Ellenmenschen. 8 Ellen entspricht etwa 9,1 Metern. Die Legende besagt also, dass es einst riesige 9 Meter große Menschen in Laos gegeben haben soll. Eine weitere Sehenswürdigkeit in Laos wird ebenfalls mit dieser Legende in Verbindung gebracht. Die berühmte Ebene der Steinkrüge. Das ist eine Ebene in der Provinz Xieng Kuang, auf der über 2100 mehr oder weniger große Steinkrüge bestehend aus Sandstein verstreut sind, die wie Megalithen in der Landschaft aufgestellt sind. Sie reichen von einem Durchmesser von einem halben Meter bis hin zu 3 Metern und wiegen teilweise bis zu 6 Tonnen. Diese Steinkrüge wurden mutmaßlich zwischen 500 vor Christus und 500 nach Christus erschaffen. Das heißt, sie befinden sich dort schon seit etwa 2000 Jahren. Im Jahr 2019 wurde die Ebene sogar zum UNESCO-Welterbe erklärt. Den Legenden nach zu urteilen, wurden diese Steinkrüge von den Riesen Konpaetsoik erschaffen und verwendet. Auch wenn es nur ein Mythos ist, ich liebe solche Geschichten. Sie regen die Fantasie an und bringen einen vielleicht so ein bisschen zum Grübeln. Menschen mögen es einfach, Rätsel zu lösen. Nachdem wir die Felsformation Kamphaeng Yak besucht hatten, fuhren wir weiter in Richtung der Höhle.
Irgendwann kamen wir zu einer Abzweigung, die uns von der geteerten Straße auf die besagte Schotterstraße führte. Und dann ging es los mit der holprigen Fahrt. Man konnte nicht sehr schnell fahren und nach etwa 20 Minuten erreichten wir eine nahezu unpassierbare Stelle. Wir stiegen ab und überlegten, was wir machen sollen. Sollten wir von hier aus zu Fuß weitergehen oder schaffen wir es irgendwie, die Mopeds über das Hindernis zu bekommen? Wir entschieden uns für Zweiteres. Wir entfernten zuerst einen großen Stein und hieften dann die Mopeds über die restlichen Steine, was gar nicht so einfach war. Nachdem wir das hinter uns gebracht hatten, ging es ein Stück weiter. Doch es sollte nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber nachdachten, zu Fuß weiterzugehen. Denn nach etwa 10 Minuten Fahrt durch unebenes Terrain kamen wir schließlich an einen Punkt, an dem es nicht mehr weiterging. Das sah jetzt aus wie ein Weg, den ich so mir hätte vorstellen können, dass er entlang des Dschungels bis zur Höhle geht. Ich weiß, ich bin immer damals auf der anderen Seite des Berges gefahren und dann so. Jetzt haben sie halt hier überall diese Straßen gebaut und du hast nichts mehr wiedererkannt. Okay. Als Peter das letzte Mal hier war, sah die Umgebung noch ein wenig anders aus. Natürlich verändert sich der Dschungel im Laufe der Zeit. Es kommen neue Bäume und neues Gestrüpp hinzu. Wo vor einigen Jahren vielleicht noch ein Trampelpfad oder ähnliches war, ist jetzt vielleicht keiner mehr, weil er zugewachsen ist. Wir stellten also unsere Mopeds ab und suchten einen Weg hin zu einer Höhle, die Peter kannte und schon öfter besucht hatte. Er hat im Jahr 2000 erstmals von diesen Höhlen erfahren. In Laos habe ich gestartet 2003, wo ich übrigens auch in diesen Höhlen hier angefangen habe, weil genau diese Höhlennamen oder Dorfnamen waren auf den Etiketten verzeichnet von der Madame Polanyi. Die hatte ja die Spinnen in den 1930er Jahren gesammelt und dann etikettiert und dann wurden die im Pariser Nationalmuseum aufgehoben. Und so habe ich dann auch diese Höhlen erst finden können, weil sonst sucht man sich hier, wie man sich vorstellen kann, leicht, nein, das sagt man nicht. Ja, das ist schon richtig, Peter. Man sucht sich hier einen Wolf. Und das manchmal sogar, obwohl man die Position der Höhle kennt, wie wir dieses Mal feststellen mussten. Denn der Dschungel bleibt nicht stehen, er wächst und er verändert sich. Um die Höhle also zu finden, mussten wir uns einen Weg mitten durch den Dschungel bahnen. Achtung, da sind Stacheln dran, gell? Nach einiger Zeit stellte ich fest, dass es hier ein paar Moskitos gab, die berüchtigten Tigermücken. Die können in Laos tatsächlich Krankheiten wie Malaria oder die japanische Enzephalitis übertragen. Doch Gott sei Dank waren wir in der Trockenzeit unterwegs und deshalb gab es nicht sonderlich viele Moskitos. Als ich das erkannte, fühlte ich mich nochmals darin bestätigt, dass mein Bruder und ich tags zuvor die Malaria-Prophylaxe, die wir bis zu dem Zeitpunkt genommen hatten, abgesetzt hatten. Denn als wir uns am ersten Abend duschen wollten, erlebte mein Bruder Thomas eine böse Überraschung. Ja, da haben wir den Salat. Komischer Ausschlag entwickelt sich. Jo. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber es juckt wie die Hölle. Es schaut nicht gut aus eigentlich. Also schauen wir uns an, beobachten. Die Malaria-Prophylaxe hatte bei ihm eine allergische Reaktion ausgelöst und so haben wir beschlossen, die Tabletten nicht weiter zu nehmen. Und nachdem ich jetzt gesehen habe, dass selbst mitten im Dschungel nicht sonderlich viele Moskitos unterwegs waren, war ich beruhigt. Doch eine Sache beunruhigte mich trotzdem weiterhin. Wie in der ersten Folge erwähnt, sollte man in Laos sehr vorsichtig sein, wenn man abseits der Wege geht, da man sonst Gefahr läuft, möglicherweise auf den Blindgänger einer der Bomben zu stoßen, die die USA im Vietnamkrieg millionenfach auf Laos abgeworfen hat. Also liefen wir allesamt wachsam durch den Dschungel. Doch irgendwann sind mein Bruder und ich an einen Punkt gekommen, wo wir uns nicht mehr auskannten und uns verirrt fühlten. Wir riefen also die anderen beiden zu uns und machten eine Lagebesprechung. Nachdem jeder seinen Standpunkt erläutert hat, war nach einem kurzen Gespräch alles geklärt und wir marschierten weiter. Irgendwann kamen wir auf einen kleinen Trampelpfad und wussten, das ist der Weg zur Höhle. Wir gingen den Pfad etwa 10 Minuten entlang und kamen schließlich zu einer Lichtung, auf der sich uns ein spektakulärer Anblick bot.
Wir waren endlich an unserem Ziel angekommen, der Tampajot-Höhle, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Höhle des tropfenden Cliffs. Wir machten uns mit unserer Ausrüstung auf in die Höhle und erkannten direkt, dass die Höhle deutlich größer war als unsere erste Höhle, die ich euch in Folge 1 vorgestellt habe. Wir gingen immer tiefer hinein und stellten fest, dass man hier sehr vorsichtig sein muss, denn es gab seitlich immer mal wieder kleinere Tunnel, die durch die erodierende Wirkung des Wassers im Laufe der Zeit entstanden sind und die teilweise tief hinabführten in einen uneinsehbaren Teil der Höhle. Wenn man dort hinabstürzt, ist es ungewiss, wo man landet. Eine gruselige Vorstellung. Wir gingen also mit Bedacht weiter. Auch in dieser Höhle stellte ich mir genauso wie in der ersten Höhle die Frage, wie hier Tiere überleben können. Es ist immer wieder erstaunlich, dass das Leben doch irgendwie einen Weg findet. Wenn uns die Evolutionsgeschichte eins gelehrt hat, dann doch das, dass das Leben sich nicht einsperren lässt. Das Leben bahnt sich seinen Weg, es erobert neue Territorien, es überwindet sämtliche Barrieren, ob schmerzlich oder gefährlich. Aber so ist es. Und dass hier drin etwas lebt, sollte sich bereits nach kurzer Zeit herausstellen. Denn in einer kleinen Aushöhlung an der Decke über uns fanden wir plötzlich eine Ansammlung von sogenannten Geißelskorpionen. Es handelt sich dabei um die Art Typopeltis magnificus, die nur aus wenigen Höhlen in der Provinz Kamuon in Laos bekannt ist und mit bis zu 15 cm Länge zu den größten Geißelskorpionen der Welt gehört. Um die Art vor der Kamera vorzustellen, beschloss Peter, ein Exemplar von der Decke zu nehmen. Doch dann erlebte er eine unerwartete Überraschung. Ja, dann cool. Sie vielleicht einmal einen nehmen und die Anatomie erklären vielleicht. Mist, das ist voll ins Auge gegangen. So, ja, hier haben wir jetzt einen Geißelskorpion. Sieht vorne ein bisschen aus wie ein Skorpion mit diesen Scheren, sage ich mal. Und hinten eben kein Stachel an so einem langen Schwanz, sondern eine Geißel, die mit so Härchen besetzt ist. Das sind bestimmt sensorische Härchen, wo sie was irgendwie mitfühlen können oder so. Und das Interessante ist, dass diese Geißelskorpione, die haben kein Gift, aber ein Verteidigungsspray. Und diese Spraydüsen oder diese Drüsen sitzen hier unten an der Basis von dieser Geißel. Wenn man den jetzt genervt hat, das haben wir vorhin auch gerade schon gemacht, als wir nur eben runtergeholt haben von der Wand, dann versprüht er einen Essigsäuremix, und zwar allerschärfster Sorte. Das riecht man, und wenn man jetzt so blöd wie ich war und den Geißelskorpion über dem Kopf greift, kann auch schon mal ein Tropfen ins Auge kommen, das brennt dann natürlich. Naja, das ist aber nicht ganz so schlimm. Das hier ist nichts Giftiges. So. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, ein Männchen. Wir sehen hier zusätzlich zu den Scheren vorne solche Dornen, die da nach innen ragen. Das ist einmal gut zum Beutefangen, ne? Die drücken die dann gegen diese anderen Dornen, die man da vorne sieht, an der Basis von dem Pedipalpen, sagen wir, also von den Tastern. Und ja, jetzt ein bisschen aufgeregt, weiß nicht, was hier los ist. Hier kommen nicht so viele Touristen rein. Stellen die Geißel auch immer schön auf, ja, wenn sie aktiv sind. Können sich schön bewegen, sieht man auch. Vielleicht zur Geißel noch. Es gibt Geißelskorpione, Geißelspinnen. Die sind dann eher nicht ganz so lang, sondern kürzer und so weiter und haben viel längere erste Beinpaare, so als Taster. Und dann gibt es noch Zwerggeißelskorpione, die haben eine ganz kleine, kurze Geißel, aber eben auch eine. Und jetzt hat man ein Fossil gefunden, Chimera-Arachne. Das ist eine echte Spinne, das kann man anhand der Spinnwarzen sehen, hat aber auch noch eine Geißel. Und diese Geißel ist anscheinend bei den Spinnen ganz am Anfang immer dabei gewesen und irgendwann hat die Evolution das reduziert stückweise und dann ist sie verschwunden, weil sie die irgendwie nicht mehr gebraucht haben oder was auch immer. Sieht so ein bisschen aus wie aus Urzeiten, ja. Also so richtig kann man sich vorstellen, wie so früher die vor Millionen von Jahren die Fauna ausgesehen hat. Ja, finde ich immer, wenn man sich das so vorstellt. Wo es natürlich eigentlich Quatsch ist, die gibt's ja heute noch. Ja, schöne Tiere, aber nochmal kein Gift, machen nichts, würden sich jetzt natürlich wehren, ja, würden da ein bisschen reinkneifen, aber ansonsten absolut liebe Tiere, sind auch nicht so schnell wie die Spinnen jetzt. Auch die anderen hocken hier alle noch rum. Was wir jetzt nicht gesehen haben, ist, wenn die Jungen schlüpfen, dann krabbeln die auf den Hinterleib, ja, von dem Geißelskorpion, und das haben wir jetzt leider noch nicht. Vielleicht haben wir Glück und finden noch einen. Das sieht natürlich auch sehr, sehr schön aus, ja, wenn die ganzen kleinen, hell gefärbten Tiere da auf dem Muttertier sitzen. Gut. Setzen wir uns Jetzt zurück. setzen wir uns zurück, genau. Ja, Moment. Dann nehmen wir wieder die Stelle. Ja, doch, die Stelle nehmen wir schon ungefähr, wo er gesessen hat. Ja, krabbel mal. Genau.
Peter setzte den Geisselskorpion zurück zu seiner Gruppe und anschließend machten wir uns auf den Weg noch tiefer in die Höhle. Denn wir hatten die Hoffnung, eine gänzlich neue Entdeckung zu machen. Wir wollten das Männchen der Spinnenart Cynopoda song finden, das in dieser Höhle leben soll. Peter konnte bisher nur das Weibchen dieser Spinnenart im Jahr 2012 beschreiben, da er bisher schlichtweg noch kein Männchen finden konnte. Der Grund hierfür ist wahrscheinlich die im Gegensatz zu den Weibchen geringere Lebenserwartung der Männchen. Nachdem wir einige Zeit gesucht hatten, konnten wir auch diesmal wieder ein Weibchen finden. Oft stolpert man aber auch über juvenile Exemplare, also Jungtiere, und so war es auch bei uns. Das hier ist ein juveniles Exemplar der Cynopoda song. Diese Spinne zeichnet sich dadurch aus, dass sie blind ist, genauso wie die Cynopoda scurion aus der ersten Folge. Die beiden Arten unterscheiden sich allerdings unter anderem darin, dass die Cynopoda song noch 2 kleine verkümmerte Augenreste ohne Funktion besitzt, während die Cynopoda scurion gar keine Augen besitzt. Das liegt daran, dass beide Arten die sogenannte aphotische Zone bewohnen, das heißt die Zone, in der zu keinem Zeitpunkt Tageslicht eindringt. Manche andere Spinnenarten bewohnen beide Zonen, also teilweise am Höhleneingang, wo Licht vorhanden ist, und teilweise in tieferen Regionen der Höhle, in die kein Tageslicht vordringt. Die Cynopoda song wurde übrigens deshalb so benannt, da das laotische Wort Song auf Deutsch 2 bedeutet, was für die 2 Augenreste steht, die wie erwähnt keine Funktion haben, da sie keine Pigmente mehr besitzen, die Licht verarbeiten könnten. Also die Höhle ist schon besonders. Zum einen, weil ich gerade eine kleine Biene verschluckt habe. Zum anderen, weil der Weg hierhin gar nicht mehr so einfach ist. Auf dem Hinweg haben wir gesehen, dass diese Piste von der Hauptstraße, hier in dieses Gelände, ja so eine Schotterpiste ist, wo Kalkstein abgebaut wird und so weiter, eigentlich ganz gut zu fahren. Aber ich habe den Abzweig verpasst zu diesem Weg, den wir jetzt zu Fuß gegangen sind. Das ist mir letztes Mal auch schon passiert. Ich bin jetzt einfach froh, hier zu sein, weil es war nicht ganz einfach. Es waren nur 1,6 Kilometer zwischen unserem Punkt, wo wir die Motorräder aufgeben mussten, bis hierhin. Aber man hat halt gesehen, es war sehr lange, man findet den Weg nicht und so weiter und so fort. Nicht ganz einfach. So, jetzt bin ich hier, aber jetzt nochmal zur Höhle. Tampayat heißt erstmal die Höhle des tropfenden Cliffs. Hier sehen wir das Cliff im Hintergrund und wir sehen hier auch 3 Buddha-Statuen. Das ist natürlich für die Laoten hier so ein heiliger Ort. Ja? Die Dorfbewohner sind hier häufig hingekommen. Hier ist ein Buddha-Fußabdruck sogar, gibt es auch nicht häufig. Und die Höhle an sich zeichnet sich erstmal dadurch aus, dass es wieder verschiedene Zonen hat, wie in vielen Höhlen. Ja, wir haben so eine Eingangshalle wieder, die so ein bisschen tiefer reingeht. Und wenn man dann weitergeht, merkt man auch, es verändert sich so ein bisschen. Das Licht nimmt natürlich ab. Wir sind in der sogenannten aphotischen Zone, also wo kein Licht mehr von außen in die Höhle reinkommt. Und es wird auch feuchter, es wird kühler. Und dann haben wir diese großen Mengen an Geisselskorpionen. Das ist einfach das Besondere an dieser Höhle. Ich habe diese Typopeltis magnificus, also eine Art Riesengeisselskorpion, wenn man so will, in dieser Menge eigentlich an keiner anderen Stelle gefunden. Das sind immer mal 1, 2, vielleicht 3 Tiere zusammen gewesen. Hier an einer Stelle gleich 7 Tiere, dann nochmal weiter 1, dann nochmal weiter 4, hinten in der Höhle nochmal 4. Also es ist eine sehr, sehr große Population und ich bin wirklich froh, zunächst einmal, dass das jetzt nicht so eine wirklich stark benutzte Touristenhöhle ist, die also besucht wird ständig, wo Störungen reinkommen und so weiter. Das heißt, die Populationen sind sehr wahrscheinlich erstmal sehr, sehr sicher. Und dann komme ich noch zur dritten Besonderheit, zur dritten Art. Das ist wieder eine Riesenkrabbenspinne aus einer anderen Gattung, nicht Heteropoda, sondern Cynopoda. Und diese Gattung hat hier eine Art, die heißt Cynopoda song. Und da ist es so, dass ich auch immer wieder Tiere gesehen habe. Da sammle ich natürlich sehr, sehr wenig nur von, beziehungsweise jetzt eigentlich gar nichts mehr, weil diese Höhlenpopulationen sind natürlich sehr fragil und sie ist beschrieben. Was ich jetzt noch suche, ist eigentlich das Menschen. Und da habe ich auch diesmal kein Glück gehabt, aber das heißt natürlich nur, dass ich vielleicht dann nochmal wiederkommen werde. Was ich vielleicht hier an dieser Stelle auch noch sagen kann, hier dieser Urwald, sage ich mal, der ein bisschen Sekundärwald ist, vielleicht Reste vom Primärwald, mit diesem wunderschönen Cliff, mit dem Bergmassiv dahinter und dieser Höhle drin. Das ist alles sehr schön, wenn wir gerade hier sind. Wir hören auch eigentlich keinen anderen Lärm von Menschen oder sonst irgendwas von Maschinen oder Autos. Wunderschöne Natur hier. Aber wir sind hier hingefahren, haben gesehen, das hat vor ungefähr 10, 12 Jahren angefangen, dass Kalkstein abgebaut wird. Und damit haben wir natürlich auch eine potenzielle Bedrohung
dieses Berges hinter uns. Ja? Also wenn alle Kalksteinfelsen hier abgebaut werden für Zementgewinnung und so weiter, dann ist auch irgendwann Sinopodasson, vielleicht dieser Typopeltis magnificus, auch gefährdet. Und das bedrückt mich so ein bisschen, macht mich so ein bisschen traurig, zeigt mir auch immer wieder, dass die Menschheit manchmal ziemlich rücksichtslos ist. Ja? Vor allen Dingen, wenn man dann so ein Baby, wie wir es ja schon gesagt haben, hier beschrieben hat, also meine Art, die ich beschrieben habe, wo ich mich auch so ein bisschen, ja, verantwortlich, viel ist vielleicht zu viel gesagt, aber so ein bisschen mitfühle, ja, mit dieser Natur, mit den Umständen und auch wie damit umgegangen wird. Und das tut manchmal schon ein bisschen weh. Wir suchten noch eine Weile weiter, doch irgendwann mussten wir schließlich umdrehen, da uns die Zeit davon lief. Hier in Laos geht die Sonne rasch unter und wir hatten noch eine lange Rückreise vor uns. Wir wollten mit den Mopeds, wenn möglich, nicht in der Dunkelheit unterwegs sein. Leider haben wir also das Männchen der Sinopodasson nicht finden können. Aber das heißt nicht, dass Peter es nicht doch noch irgendwann finden wird. Das zeigt einmal mehr, dass es auf unserer Welt immer noch so viel Neues zu entdecken gibt. Wir haben noch lange nicht alles gefunden. Und das offenbarte sich auch in unserer ersten nächtlichen Expedition in Laos. Denn dort sollten wir eine überraschende Entdeckung machen. Was wir gefunden haben, das erfahrt ihr in der 3. Folge der Laos-Reihe. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao. Nochmal vielen Dank an CyberGhost, denn diese Kooperation hat die Videoreihe über Laos erst möglich gemacht. Wenn ihr eure Daten im Netz noch mehr schützen oder auch Streaming-Angebote aus dem Ausland nutzen wollt, dann klickt doch gerne mal auf den Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar und holt euch CyberGhost. In den ersten 45 Tagen gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Und der Kundenservice von CyberGhost ist rund um die Uhr, auch auf Deutsch für euch da. Ihr könnt das Ganze also komplett risikofrei testen.